Alrighty, then und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti, und wir sind auf Server Europe 1 und auf Deutsch heute, denn wir wollen uns ein spezielles Thema angucken. Vorneweg, der Beta-Server geht in die zweite Runde. Ab Level 300 könnt ihr wohl einen Druiden oder Barden spielen. Und ihr kriegt, glaube ich, 40.000 Pilze. Oh, krass. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich auch wieder kleine Änderungen. Man will sehen, wie sich der Barde in diesem Bereich spielt und natürlich auch der neue Druide. Also haut da auf jeden Fall rein, ne? Maybe habe ich vielleicht sogar einen Code für euch. Schau mal. Ich möchte heute das erste Mal ein bisschen nur speziell auf die Gilden gucken. Es kristallisiert sich derzeit eine Top 3 und ich sag mal so, ja, der Juli hat ja angefangen gegen den Schieber Schubi von Asylum. Chemul 1212 darf es zu Ende bringen, aber der Goldkettenkrebo hat da was dagegen. Ja, da kann man noch der Pilz dazu, deshalb ist Virtuoso schon dran. Dann darf der Derafim hier antreten. Also Virtuoso hat auch einen Pilz abgekriegt. Ja, deshalb ist Virtuoso. Nein, er hat sich wiederbelebt. Oh, und hat gleich nochmal den nächsten hier am Start. Schambeschütze Virtuoso immer noch dabei. Aber Molotov Mighty hat ihn weggemacht. Marius 2K gegen ihn, gegen anonyme Almera. Da kam der Pilz auf unserer Seite. Dann darf Magier Nick ran gegen Critical. Ui. Und der Bade muss es einlösen. Der Esel Alistair gegen den Barden hat er verloren. Lustige Lumpi. Gegen den Baden gewonnen. Los Army gegen Eistier 47 Blackster. Zu übernehmen. Und da kommt gleich Steffen ran. Steffen, der mir übrigens Ressourcen gibt in der Festungsehrenhalle. Ja, das ist super geil. Trotz meines Rathaus 15er Levels. Gibt er mir die und der Steffen? Oh, der hätte fast 2 mitgenommen. Genie Klärer dran. Sicko-Mode. Dagegen Keyquad und Protex. Die kämpfen sich hier. Protex ja auch YouTuber. Kein kleiner, muss man sagen. Ja. Ich glaube, ich weiß nur nicht, ob er tschechische Natur oder polnischer Natur ist, aber egal. Gegen den Naruto-Abstammungs-Escanor Uzumaki schafft es Protex leider nicht, aber LeBronx macht es mit seinem Fireball zu Ende. Jackie Jones hat da nicht so viel Erfolg gehabt. Oh, ja. Kampfmagier gegen Kampfmagier. Sehr super guter Fight. Ja. Neutral als Kampfmagier gegen Zyvers. Zyvers als Magier hat auch was gegen den Fireball. Ja. Koma dann gegen Berg Heisen. Berg der Heisen hat aber gewonnen. Deshalb Bofis gegen Rising Dirty. Ja. Cooles Avatar. Ist aber, glaube ich, keine Streamerin. Oder zumindest weiß ich es nicht. Ja, egal. Bofis gegen Zemus und Dipscan gegen Zemus. Dann gegen Peak Performance am Start. Dann dürfte ich das weitermachen hier, der Han Rizzle. Ja. Also hat das sogar noch geschafft, aber Xylophon Xanu hatte dann im größeren Teil was gegen Mastbetrieb Mo wiederum. Hat sich dann eingegliedert gegen Flandre, hat ihn weggemacht. Nico Kedi aber wiederum gegen den Mastbetrieb. Der hat ihn sozusagen geschlossen. Rostiger Fight. Rento. Ja. Und so weiter und so fort, Leute. Ihr seht es. Es ist Reina Capitas gegen Asylum. Das war der erste Fight von vor 3 Tagen, glaube ich. Turbotuni und Davalon hier auch fleißig dabei. Davalon hat hier rasiert in dem Fight. Also Earl Koja hat er auch noch fast rasiert. Also Davalon war hier sehr stark unterwegs. Ja, die gab es hier im Fight. Und man sieht, dass es schon ein paar Tage her ist, weil die Level ein bisschen niedriger sind. Mittlerweile haben die meisten ein höheres Level. Und ich will euch nur mal zeigen, wie dieser Fight angesehen hat. Also wir haben Asylum angegriffen, das heißt, im Prinzip war in der Verteidigung jeder dabei. Ich glaube, dass die auch alle angemeldet waren. Ja, sieht zumindest so aus, gerade oben. Ja, also hier waren dann schon die über 300er am Start. Uwe gegen Uwu. Ja, legendärer Fight. Ja, Uwu hat ihn für sich gewonnen, hat einen mega fetten Crit rausgeballert. Also gerade die neuen Klassen, geänderten Klassen, die zeigen sich im Gildenkampf auch nochmal sehr stark. Ja, Korenja mit fetten Crits, weil er halt sehr viel Damage macht. Marksman hat ihn dann aber geschlagen und hat Viserion auch noch geschlagen. Das war der erste Fight. Kurzerhand später war der zweite Fight auch schon am Start. Deshalb war ich hier auch gegen Xylophon Xanu dran. Als erstes, er hat mir einen fetten Crit reingeballert. Und deshalb habe ich, glaube ich,
Oh, hat Rock auch noch weggemacht, damit ich gegen den Mighty Davalon kämpfen kann, aber er hat mich halt gleich mal weggefegt hier. Mahers dann, ja, diesmal Davalon nicht so stark unterwegs wie zuletzt. Und dieser Fight war quasi einen Tag später. Und hier wollen wir nochmal auch schauen, wie sich das Verhältnis ergeben hat am Ende. Uwe gegen Norik. Diesmal war also Uwe schon vielzeitiger dran. Dexon gegen Korendia. Also Korendia rasiert schon auch prinzipiell recht stark, ne? Also als Bade hier. Und dann war Uwu dran gegen Viserion. Viserion ohne Damage rausgekommen. Dann kam Marksman dran. Und dann steht hier Liuli, aber das muss dann eigentlich Seven gewesen sein. Also der kam gar nicht dran. Sprich, es hat sich abgezeichnet, dass wir gegen Asylum gewinnen. Und Asylum selber hat gegen Somerville einmal verloren. Und dann kamen wir in die, ja, sage ich mal, Gelegenheit, gegen Somerville zu kämpfen. Und Vexilon hat erstmal gleich den ersten Pilz abbekommen. Auch hier kann ich sagen, gab es 2 Kämpfe. Wir gucken, wie es ist. Und ja, wir skippen hier mal langsam durch. Hier gab es, glaube ich, einen Pilz auf unserer Seite. Also Pilze technisch war es 1 gegen 1. Wenn diese Anzeige nicht verbuggt ist. Oh. Hier gab es wieder einen Pilz, aber ich habe jetzt nicht gesehen. Ich wäre der Meinung gewesen, es wäre gern Jutscan gewesen. Aber dieser Fight ist, glaube ich, einen Tag später nach dem zweiten Asylum-Fight passiert. Ein bisschen langsam machen wegen dem... Oh, okay. Ich glaube, der Pilz ging auf der rechten Seite. Also, wenn man langsamer skippt, sieht man das irgendwie auch nicht besser. Silvers hat hier auch nochmal gut was weggenommen. Danach war ich dran. Alapagat. Oh, diesen fetten Crit hätte er sich sparen können am Schluss, ey. Motionless konnte ich nicht mehr mitnehmen, aber Lepongs hat dann leichtes Spiel gehabt. Das ist immer viel wert, natürlich, das Kampfmagier den ersten Hit ihren Fireball lösen gegen Spieler, die natürlich nicht mehr viel Heal haben. Ja, also das ist schon stark. Das ist ja die erste Attacke quasi. Also das ist echt ein Plus für den Battle Mage, der halt gerade im späteren Kampfverlauf sehr, sehr wichtig ist. Ja. So, schauen wir mal weiter. Das müsste eigentlich noch... Oh, hier gab es einen Pilz auf jeden Fall auf unsere Seite. Damit wäre es, glaube ich, ausgeglichen. Taurius hier, Kampfmagier auch, ne? Wird es auch sehr gut hier. Aber Somerville hat ja eh eigentlich, möchte man fast sagen, die stärksten Magier auf ihrer Seite. Sephris hier mit 302. Gut, Norik hat ihn halt weggebasht, ne? Da konnte der Sephris gar nicht viel machen, aber... X-Bubus gegen Namo. Namo dann eben auch diesen Damage gleich mitgegeben. Ja, da ging nicht mehr viel. Dexon natürlich als, ja, Rage-Druide. Der muss halt ausweichen hier, ne? Das hat er in dem Fight am Anfang gemacht, aber dann hinten raus leider gar nicht mehr. Auch ein bisschen bitter gewesen. Dann der Bard, der muss halt critten, der muss critten. Damit er so viel extra Damage macht, genau 18 Millionen, aber das hätte er auch eher machen können. Hier ballert er nochmal einen schönen Crit raus, aber trotzdem halt gestorben. Ja. Und Uwu, ja, Uwu zeigt, wie es als Rage geht. Aber Angmaru halt Dimmenhand dann ja auch ganz stark, ja, mit Wiederbeleben. Einmal geschafft, dadurch hat Uwu seinen zweiten Rage abgegeben. Ja, Berserker kann natürlich schnell ragen gegen Ausweichen, aber Ausweichen heißt ja nicht, dass dann der Druide auch dran ist mit dem extra Damage. Also dieser Fight hier, man hat es gesehen, Marksman leider komplett untergegangen gegen Sasori. Seven auch untergegangen. Also Sasori hat ja auch extrem rasiert. Wir haben diesen Fight verloren. Wir waren einer weniger definitiv. Dennoch war das schon erheblich. Und das ist der Fight von heute. Und dann schauen wir da mal, wie es abgeht. Ich glaube, ein Pilz auf Liuli links. Lucifer nimmt hier einen mit. Virtuoso wiederum auch. Darf sich sogar wiederbeleben. Nimmt dafür den nächsten mit.
Also als Demon Hunter hat man es echt gut im Gildenkampf. Ja, dass man viele Gegner. Ist hier schon wieder wiederbelebt, der Kollege. Und immer gab es hier Pilze auf der rechten Seite. Also, ja, der Virtuoso ist ja hier der Held des Tages. Also, Safe Call. Boah, Luki hätte er auch fast noch mitgenommen. Ja. Flexer gegen Fidu hat er gut geschafft hier. Ich weiß nicht, ob er auch. Ne, er weicht aus. Ist ja kein Demon Hunter, also ganz normaler ausweichender. Ja, okay. Kundschafter. Noch einen fetten Crit hinten raus mitgegeben. Haki konnte er nicht mehr schaffen. Roma gegen Quistik, Brofis. Ja, Brofis auch. Mit ein paar Leuten. Ah, da gab es wieder einen Pilz. Wahrscheinlich auf der rechten Seite, aber ich kann es nicht so richtig einschätzen. Also gut, diese Pilze sind halt natürlich auch ein bisschen random, ja. Ich würde sie am liebsten eigentlich weglassen. Weil die geben manchmal vielleicht nicht das richtige Bild ab. Boah, ich konnte auch nicht Emotionless mitnehmen. Aber man sieht es, der Emotionless, ja, war natürlich in diesem Fight jetzt erst gegen Chefskan dran zum Beispiel. Also hat sich schon ein bisschen was ergeben. Protex nimmt den mit. Chovy nimmt den nicht mehr mit. Sivas leichtes Spiel gegen ihn. Spielt jetzt gegen Vanus. Ah, hier fehlen die Crits bei Sivas, ganz klar. Sieht man, oh, hat das auch noch mal geschafft. Ist dann aber auch mal im Crit besiegt worden. Ich gebe hier einen Mörder-Crit raus gegen Duko. Und fast nochmal einen Mörder-Crit gegen Marcus Aurelius. Aber er crittet mich halt auch zweimal Mörder. Also schade, da hätte ich vielleicht auch mehr als. Also hätte ich auch 2 Leute mitnehmen können, ja. Aber unlucky. Guck mal weiter. Ich gucke jetzt nicht mehr auf die Pilze. Ist natürlich auch so, glaube ich, dass sich die Pilze direkt auch auf den Dämmern hinterlegen können, wenn er sich revived. Ist es gar nicht. Ja, hier sieht man auch, dass noch mehr Leute über 300 sind, also auf beiden Seiten. Ja, jetzt Seefriss, gucken wir nochmal an, als stärkster Magier. Wayne Soldier hat er nicht ein wirkliches Problem jetzt hier. Kämpft natürlich gegen Druiden, der in der Tigermaske ist. Also hat Seefriss eigentlich einen Vorteil und den nutzt er hier auch. Macht ihn kaputt. Ja, Emilia. Kriegt auch nochmal einen fetten Crit, macht aber selber auch einen fetten Crit. Dadurch Seefriss erstmal weg. Und Bade kann sich nicht wirklich durchsetzen, leider. Turor auch nicht. Matt Lathis macht hier einen guten Job. X-Bubus ist noch der nächste, den er mitnehmen muss, aber jetzt ist er dran gegen Lucifer. Nimmt ihn ganz gut weg. Namo aber nicht. Dexon darf gegen Namo antreten, war knapp. Alpha Wolf dran. Hat beim letzten Mal ja schon ganz gut gespielt. Spacer kann ihn auch nicht schlagen. Uwu übernimmt es. Uwu gegen Amaru. Amaru ist ja Demon Hunter. Schauen wir mal, was Uwu hier macht. Einen schönen Crit rausgeammelt, ne? Oh. Oh, minus 21 Millionen. Das ist schon ein bisschen bitter. Dass ich aufsparen sollen für Sasori. Sasori war letzte Mal hier End of Life gewesen für alle. Aber diesmal hat Marksman auf jeden Fall das Zepter in der Hand. Aber Sasori eben wiederbelebt. Da nochmal ausgewichen. Dann überlebt. Dann kein Crit. Oh, er kriegt hier auch nochmal einen fetten Crit rein. Seven hat's gemacht. Und diesmal Sasori hat sich nicht wiederbelebt. Jetzt dann Seven gegen Park Cheong-yang. Oh, da kamen schon die Rages. Und dann einen fetten Mörder-Crit. Also Heroes of the Virtuoso, ganz klar, wir haben diesen Fight gewonnen. Diesmal waren wir einer mehr. Es ist aber, und das muss man betonen, extrem knapp, Leute. Ich werde am Ende des Videos vielleicht nochmal eine kleine Übersicht reinblenden, wie so die Top 5, Top 10 aussieht. Von Average Level und Ritterhalle Raids. Aber im Prinzip können wir uns schon fast rein auf die Ehrenhalle begeben. Also das ist tatsächlich so, um da den Überblick zu kriegen. Hier gesellen sich schon die Teams dahin, wo sie hin müssen. Und Somerville und wir sind im Moment Top 1 Contender. Asylum ist nicht weit weg. Ja.
Bei Summerville muss man sagen, dass ein, 2 Spieler von uns dahin gewechselt sind im Laufe des Verlaufs. Ist ganz normal auch. Ähm, ja, wenn wir natürlich Spieler verlieren, ziehen wir uns die woanders her. Ich bin ja nicht so Freund davon, aber es ist halt so. Ich finde es für mich persönlich sehr interessant, weil ich ja in die Gilde ganz normal mich vorher nur bei Discord beworben habe und mittlerweile ist das Level der Gilde höher als das, was in Discord damals, sag ich mal, beschrieben wurde. Aber meistens war ich ja in den Gilden so, wo ich random quasi reingejoint bin, immer maximal Top 2. Jetzt habe ich die Chance auf Top 1 und deshalb hoffe ich, dass dieser Server so stark bestehen bleibt. Also, dass auch Konkurrenz da ist. Ich meine, man weiß, dass Essentials, ne, die haben halt 40 Raids, dass die auch weit oben stehen. Asylum, Summerville, wir haben 50. Dreamland 44. Es kann sein, dass es noch andere Gilden weiter unten. Die Musikanten sind aber auch zum Beispiel eine Gilde, die nicht schlecht unterwegs sind. Die sehen wir langfristig wahrscheinlich auch in den Top 10, würde ich sagen. Also, die Übersicht brauche ich nicht machen. Wir sehen es ja hier im Prinzip. Also man kann sich schon nach Raids und Durchschnittslevel natürlich orientieren. Everlast, genau. Everlast, die haben noch weniger Fights gemacht. Die sind auch bei 50 Raids. Die haben aber halt ein schlechteres Durchschnittslevel. Deshalb gehe ich davon aus, dass Everlast im Moment mit Asylum um Rang 3 kämpft. Es kommt natürlich auch auf die großen Spieler drauf an, ja. Wie die sich im Fight schlagen. Und da haben sie einige starke Spieler definitiv auch dabei. 609 Ritterhallenpunkte übrigens auch nicht schlecht. Wir sind bei 624. Asylum Summerville nochmal checken. 625 Summerville. Also 619. Also auch da sieht man, sind diese 4 Gilden im Moment eigentlich on the top. Ja. Essentials, wie gesagt, dann eine der Gilden, die dann wahrscheinlich im Top 5, also Plätze Top 5 kämpfen kann. Ja, natürlich dann tendenziell 10 bis 5 sein werden langfristig. Dann haben wir hier vielleicht noch einen, den wir erwähnen können. Alle Gilden, die jetzt ein Durchschnittslevel haben von über 200 und eine Ritterhalle von mindestens 500 haben im Schnitt, würde ich sagen, sind Top 10 Material. Hier haben wir eine Gilde, die auch sehr stark unterwegs ist. Sie haben nur 47 Raids im Moment, haben wahrscheinlich vielleicht zwischendurch auch zu viele Attacks gemacht, ich weiß es nicht. Kings, beziehungsweise denen fehlen dann die ganzen großen Heile, weil die halt hinten raus nochmal die letzten Raids schlagen. Aber das ist auch eine Gilde, die im Schnitt recht stark besetzt ist zum Beispiel. Das könnte sogar eine Gilde sein, die auch Rang 5 spielt derzeit. Und das Ganze entwickelt sich ja noch ein bisschen. Also Kings auf jeden Fall auf dem Schirm. Kampfgiftflotte vielleicht eine Gilde, nicht Top 10, aber Top 20. Hier haben wir noch eine, die Goats mit 211 und 42 Raids. Das ist auf jeden Fall auch eine Gilde, die Chance hat, innerhalb der Top 10 zu liegen. Ja, und es gibt natürlich viele Gilden, die sind jetzt knapp unter 200. Also einige haben wir schon aufgeblättert, andere sind vielleicht noch weiter unten. Man kann ja leider nicht nach nichts, man kann ja nach nichts gehen. Man kann noch alternativ schauen, wo Gilden stehen, wo Spieler relativ weit oben sind. Ja, also hier, ich sehe zum Beispiel die Magic Mushrooms. Magic Mushrooms auch 45 Raids, ja, zu denen wäre ich gekommen, 239. Auch eine Gilde, die Top 10 Material sind, definitiv. Ja, dann gibt es vielleicht gleich noch ein paar mehr, 227. Ne, Moment, das war es nicht. Forgotten Legion, 227. 44 Raids, die sind da auch dabei. Ja, die haben natürlich alle über 500er alle. Ja. Also, die sind auch nur 40, 50 Punkte von den Top-Gilden weg. Savaria Legio, auch eine Gilde, die man immer weit oben sieht auf den meisten Servern. Die hätten da auch auf jeden Fall eine Chance. Top 10. Also hier sind noch ein paar Gilden, wo man sieht, dass da was geht. Schau nochmal an die Spieler hier. Kings, Everlast haben wir schon. Imperium. Lingua Mortis. Imperium hat mehrere Spieler. Oh, warte mal, wer war denn das hier? Lorx, ey, den muss ich angreifen. Mal fix. Komm. Ey, wo ist er? Wo ist er hier? Ich
kann ihn schlagen, ja. Nice. Sehr gut. So, zwischendurch mal gesehen, dass da alles blinkt, ne? Da muss man auch mal angreifen hier. Boah, so Ranks. Ja, Battle Mage ist natürlich nicht so mein Fall, aber auch geschafft. Nach ein paar Versuchen schafft man es in der Regel. Also gucken wir mal Lingua Mortis. 253, 47 Raids, die sind noch ganz unten. Die machen nur Raids. Die versuchen nur Raids derzeit anscheinend. Das ist nochmal eine Gilde, die definitiv auch weit oben steht. Also vielleicht ist über 200 schon gar nicht mehr ausreichend für Top 10 Safe Call. Stand jetzt. Die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich mich entschuldigen. Also die werden da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Magic Imperium wollte ich auch nochmal gucken. Imperium 245 und 46 Raids, ja. Definitiv auch. Also das wird auch da, wie auf W50, wird es, also die Top 10 Plätze, ja, die werden sehr, sehr knapp sein. Da wird es sehr hart sein, sich da drin auch zu halten, weil es können immer Gilden nachkommen. Also wird sehr spannend werden. Ich werde wahrscheinlich doch mir eine Übersicht erstellen der Gilden, werde mir die Daten aufführen und werde dann beim nächsten Mal die Daten auch vergleichen. Also wie gut haben die sich entwickelt, die Gilden. Ich werde vielleicht mal versuchen, Top 20, Top 25 mal rauszusuchen. Für heute reicht erstmal der Sprung durch die Ehrenhalle, würde ich sagen. Wir Patrioten haben wir hier noch den Ego. Okay. Wahrscheinlich auch 229, 44 Raids. Vielleicht nicht ganz Top 10, aber knapp drunter. Oder zumindest eher Top 10 Grenze. Stand jetzt. Da hatte ich schon mal gesehen, aber die waren unter 200. Ja, das wird dann noch nicht reichen, zumindest jetzt nicht. Aber auch Elevator ist ja auch so ein Thema, ne? Also Top 10, Top 20 kann man ja auch im Elevator sein und da gibt es auch schon richtig gute Ressourcen. Ja, Dreamland hatte ich schon gesagt. Barbarians sehe ich hier noch. Ein Spieler weiter um 205 Durchschnittslevel, ne? Ist auch. Die Dichte an guten Gilden ist ja auch extrem groß und das feiere ich auch auf dem Server und ich hoffe, dass alle Spieler noch aktiv bleiben, damit nicht so viele Rotationen da entstehen, sodass der Server auch langfristig stark bleibt. Wir werden es beim Elevator sehen, wie stark der Server allgemein ist. Ich vermute schon, dass der im Verhältnis in den letzten 2 Jahren so Top 3 Server sein kann. Also von allen Servern, die da gestartet sind, dass er in die Top 3 der stärksten Server aufsteigen kann. Ist so meine Vermutung. Aber das war's erstmal von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Haut rein. Macht tschüss. Servus. Euer Basti.